Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen wieder zurück bei Sei Kritisch und heute mit dem versprochenen Video über Dan Burisch, das ganze Looking Glass Project, warum ich auch glaube, dass diese Dan Burisch-Sache nicht unbedingt Humbug gewesen ist, so wie viele Verschwörungstheoretiker das am Ende des Tages abgestempelt haben und was wir daraus ziehen könnten, wenn wir ein bisschen unsere Fantasie spielen lassen. Und so fangen wir an mit, wer ist Dan Burisch? Also, um Dan Burisch ein bisschen näher kennenzulernen, müssen wir erstmal verstehen, dass er selbst nach seiner eigenen Aussage gesagt hat, dass er von Aliens besucht worden ist und seine ganze Karriere wurde ihm so gesehen schon einprogrammiert, damit es zu einem bestimmten Punkt in der Zeit kommt, okay? Er ist ein ehemaliger Mikrobiologe, der in der Area 51 gearbeitet hat, in der Station 4. At S4, there was a large viewing gallery above the area where the clean sphere was located, and the screen was raised, and we were finally told what we were working with. When I first saw him, I was looking through the glass from the gallery. He looked like a bug to me. Und in der Station 4 sind alle Wesen, die man eingefangen hat, zum Beispiel im Roswell-Absturz, das war auch der Keypunkt oder der Schlüsselpunkt, wie man überhaupt zu diesen J-Rods gekommen sind, weil im Roswell-Absturz hat man ja ein lebendiges Alien geborgen. Und Dan Burisch hatte die große Möglichkeit, dieses Wesen zu verarzten, kann man sagen, oder mit Nährstoffen zu versorgen. Also so, der hat sich um dieses Wesen gekümmert und weil er so nett zu diesem Wesen war, hat J-Rod ihn die einige Geheimnisse, das hat er nach 2004 nämlich selbst geschildert, da hat er angefangen als Whistleblower zu arbeiten. Der hat halt selbst geschildert, dass wortwörtlich J-Rod ihnen die ganzen Nachrichten über Telepathie gesendet hat und auf einmal wusste er alles so. Und das wurde alles geheim gehalten von einer elitären Gruppe, die seit 1970 arbeitet, und zwar nennen sie sich die Majestic 12, also die Majestätischen 12. Alles rund um Alien-Technologie, Artefakte, Aliensichtungen oder auch die Sicherheit, dass Menschen nicht in Kontakt treten mit Aliens, ist alles deren Aufgabe. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum wir nicht so viele Daten oder Nachrichten gesehen haben über diesen, wisst ihr noch, ich glaube, das war 2003 oder Anfang 2004, da gab es doch diesen Atlanta, hier, diesen Miami-Vorfall, war das Miami-Vorfall in diesem Kaufhaus, wo wir ein Polizeiaufgebot hatten von 300, 400 Streifenwagen, SWAT-Einsatzteam, weil irgendwelche Kinder durchgedreht sind, hieß es in den Nachrichten. Und dann hat man ja Videos zum Beispiel gefunden, wo man riesige alienartige Monster gesehen hat, wie die rumgelaufen sind und alle Leute waren in Schrecken. Das ist deren Aufgabe zum Beispiel, daraus dann so eine Schlagzeile zu machen. Kinder haben irgendwas gemacht in Miami und deswegen kamen 300 Polizisten. Zweiter Punkt ist J-Rod. J-Rod war ein P-52-Überlebender. Der wurde dann eingefangen, dann wurde er gefoltert. Daraus sind Deals entstanden und zum Beispiel auch Ausfragungen in Richtung Technologie, Kontakte mit anderen Ländern zum Beispiel für sein eigenes Überleben. Und dann kam raus, dass er kein Außerirdischer war, so wie wir es alle kennen, so eng von irgendeinem Planeten, sondern er kommt aus der P52, unsere Zeitlinie in der Zukunft 52.000 Jahre. Und dort sind nämlich die Menschen durch die ganzen Naturkatastrophen, durch die Umweltverschmutzung, sind die dahin generiert. Und das Spannende ist, wenn wir darüber reden, ich weiß nicht, ob ihr das Interview kennt, aber ich werde das einblenden. Und zwar gibt es einen brasilianischen Amazonerstamm, der hat mal darüber geredet, dass diese Grey Aliens mit diesen großen Augen, dass das eigentlich Menschen sind aus dem Boden. Also sie nennen diese Menschen Ameisenmenschen, weil die haben halt solche großen Augen wie Ameisen und sind halt so schmal. E alienígena não tem. Como? Alienígena. Ela diz? O que é? Nunca, essa palavra você nunca ouviu falar? Alienígena. Alienígena, não. Isso chama-se Mayushibu. Isso aqui? Sim. Mancunawabu. Mancunawabu. Sério? Mancunawabu. Mancunawabu é um que mora debaixo da terra. É, eu falei, esse aí. Que se virou formiga hoje, que nós chamamos Una. Que é uma formiga grande, chama-se Mancunawabu. Que essa formiga também é muito perigoso, né, Buina? Se as pessoas ficam mexendo com ela demais, ela leva o espírito da pessoa
para debaixo da terra também. Und das passt halt perfekt zu einer apokalyptischen Welt, aus der sie stammen. Dann weiteres, zum Beispiel sind die abhängig von Maschinen, also sie können nicht selbstständig atmen, sondern atmen durch Maschinen. Und die Wesen sind nervenkrank. Also wirklich eine schlimme Zukunft muss das sein, wenn wir normalen Menschen zu solchen Menschen werden, ne? Genau, und Borish wurde in den 90ern beauftragt, ihm im CGI, also das heißt Clean Sphere, zu behandeln. Und dankend, wie ich das euch schon beschrieben hatte, gab er ihm sein Wissen. How did J-Rod get here? I mean, how did he, 15 light years away? He crashed in 63, from what I understand. Can you describe J-Rod to us, what he looked like and how he behaved? Yes. The gentleman with which I was associated was approximately 3.5 feet tall. He had a dark brown appearance, very ruddy appearance to his skin. He was in a highly pressurized clean sphere. Und was hat er ihnen für Wissen gegeben? Und das ist extrem heftig. Es gibt nämlich 2 Fraktionen, also diese P52 sind nicht die einzigen, sondern es gibt noch die P45 und das ist ein kompletter Counterpart, also das ist so ein dicker Kontrast. P52, wie ich euch genannt hatte, J-Rod, kommt aus einer apokalyptischen Welt, alles ist zerstört, aber die P45, die mit der Natur gegangen sind, und wir kennen das zum Beispiel aus der UFO-Lore, irgendwelche Nordics oder Aldebaran-Leute, die aussehen so wie Elfen, große Männer, weiße, blonde Haare, blaue Augen, leben mit irgendwelchen Kristallenergien und Städte, die vom Wald so überwuchert werden. Kennt ihr diese Bilder? Das ist deren Zukunft. Eine hochentwickelte, mit der Natur gegangene, liebevolle, starke Menschheit, angetrieben von der Liebe zum Schöpfer und der Mission, Harmonie zu bringen. Und diese beiden Entitäten kämpfen gegeneinander in unserer Welt oder auch in unserer Vergangenheit, weil beide Wesen sind davon abhängig, dass die eine Zeitlinie ausgelöscht werden muss, damit die andere Zeitlinie bestehen bleibt. So, und bestimmte Symbole gehören bestimmten Fraktionen. Und ihr kennt viele Symbole, zeige ich euch gleich. Und dann könnt ihr euch denken, warum diese Fraktionen gegeneinander gekämpft haben in der Vergangenheit. Und die Effekte dieses Kampfes kennen wir als Mandela-Effekte. Also jeder kennt, glaube ich, den Mandela-Effekt. Wenn wir zum Beispiel in die Vergangenheit gucken, ein gutes Beispiel ist dieser Monopoly-Guy. Erinnerst du dich, dass Pikachu eine schwarze Schwanzspitze hatte? Falsch! Das ist der Mandela-Effekt. Ein Moment, in dem sich dein Gehirn absolut sicher fühlt. Und trotzdem liegt es daneben. Zum Beispiel der Monopoly-Mann mit Monokel. Den gab es nie. Und genau diese kollektive Falscherinnerung macht das Phänomen so gruselig. Mandela-Effekt. Gehirnfehler oder Multiversum? Schreib's in die Kommentare. Mandela-Effekte für mich sind wirklich krass. Das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass irgendwas in der Vergangenheit umgeändert wurde, weil sonst würden alle immer noch dieses gleiche Bild im Kopf haben. Versteht ihr, was ich meine? So, jetzt kommen wir zum Looking Glass. Das ist, glaube ich, das spannendste Thema überhaupt. Und zwar ist das eine Technologie, die die Zukunft zeigt, so wie eine Wahrsagerkugel. Extrem interessant ist halt auch Palantir, ne? Peter Thiels Palantir, was auch in der Herr der Ringe-Lore eine Wahrsagerkugel war von Saruman, der dadurch mit Sauron kommunizieren konnte, aber auch gleichzeitig in die Zukunft gucken konnte. Yesterday and today is the very first public unveiling in a public presentation of Project Looking Glass. A human being is about this tall. This is built in underground bases. It is colossal in size. And what happens is when you fire this thing up, these rings start going in all different directions. It shields off the barrel of water inside, which is just like your pineal gland. The water inside flips over into time-space, which then captures argon gas, captures visual images, and this is what it looks like. The Iraq War had, to a large degree, the mission of capturing a looking glass technology that was dug up in Sumer, which was originally in the possession of Gaddafi in Libya, which is why they attacked Libya. Gaddafi got rid of it and gave it to Saddam Hussein. Saddam Hussein was using this technology, viewing the future. The U.S. government went in after him because they felt that the fate of the world was at stake, because if they did not capture this technology and get it back and deconstruct it, that the Earth would have a pole shift. Looking Glass ist eine
Technologie, die kommt nicht aus der Zukunft. Die P-52 benutzen sie zwar und haben den Menschen gezeigt, wie man dieses Ding baut, aber die Bauteile kommen aus der Vergangenheit. Sumerische Artefakte und sumerische Keilschriften haben dazu beigetragen, dass man dieses Looking Glass am Ende des Tages gebaut hat. Sehr, sehr krass, wenn wir überlegen dann, ey, Sumer ist so 5400 vor Christus, hat natürlich reingereicht noch bis König Nimrod und alles, aber es ist heftig, dass wir Dinge verwenden aus der Vergangenheit und erst jetzt nutzen konnten. Also wie hochtechnologisch fortgeschritten waren diese Wesen oder diese Sumerer? Und könnte es vielleicht sein, dass diese Leute aus der Vergangenheit viel intelligenter und auch viel technologisch fortgeschrittener waren als wir jetzt? Die Basis dieses Geräts stammt aus sumerischen Zylindersiegeln, die mit den Artefakten von den Zukunftswesen kombiniert wurden. All das lief unter dem Namen Projekt Aquarius, das älteste uns bekannte Regierungsprogramm, angefangen in den 50ern. Laut Dan sollen wir durch dieses Eingreifen es geschafft haben, die mayanische 2012-Prophezeiung, kennt ihr noch den Film 2012, was die Mayas mit ihrem Kalender predicted haben? Durch dieses Looking Glass sollen wir die Zerstörung umgangen sein. 2006 durch die Whistleblower-Gruppe Project Camelot sind diese Stories überhaupt erst ans Licht gekommen und das war so gesehen auch das Ende von Dan Burisch. Wie kam das Ende? Sehr krass, ich habe ein paar Fotos, die ich euch gleich zeigen kann. Und zwar wurde der von unbekannten Leuten, man geht immer von Men in Black aus, und das ist kein Film, sondern das ist Realität. Die Men in Black sollen zu ihm nach Hause gekommen sein, sollen ihn so krass gefoltert und verprügelt haben, laut seinen eigenen Angaben, dass er dann verschwinden musste, so gesehen. Also ich glaube das auch immer, dass die Leute dann einen gewissen Vertrag unterschreiben, ey, wenn ich das noch einmal mache, dann dürft ihr mich gefühlt so umbringen oder so. Ist alles möglich in meinen Augen. Abschnitt Nummer 5. Das ist das Spannendste überhaupt, weil das ist das, mit was ich groß geworden bin, welche Videos ich mir damals auch immer angeschaut habe. Es geht um Stargates, okay? Und wie Stargates in dieses Project Looking Glass und Dan Burisch Geschichte hineinpasst, ist verrückt, weil genau darum liebe ich Verschwörungstheorie. Ich glaube ja sowieso erstmal, dass es keine Verschwörungstheorien gibt, sondern ich glaube, dass alles eine einzige Verschwörungstheorie ist und wir entdecken immer nur ein paar Stücke davon, okay? Und dann können wir die nicht verbinden, aber ich verbinde die mit einer einzigen Verschwörungstheorie. Und die hat natürlich auch was damit zu tun mit den Stargates. So, was sind Stargates? Also Stargates sind erstmal Portale. Durch Sternentore konnten diese Leute teleportieren, so gesehen. Du gehst in ein Sternentor rein und kommst aus dem anderen Sternentor wieder raus. Und Sternentore arbeiten gegen die Zeit. Also das bedeutet, es kann auch sein, dass du in ein Sternentor reingehst und du kommst aus der Zukunft raus oder aus der Vergangenheit wieder raus. So sind nämlich diese J-Rods immer hin und her geswitcht. Okay? Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, 2003, Irak-Invasion, 3 Monate oder 6 Monate vorher gab es nämlich einen Bericht von der irakischen Regierung, dass man archäologische Projekte fortgesetzt hat und da hat man nämlich die Grabstätte von König Gilgamesch gefunden, okay? Und die Amerikaner hören das und 3, 5, 6 Monate später heißt es, wir müssen in den Krieg ziehen gegen Irak, wegen irgendwelchen Atomraketen oder was weiß ich, biologischen Waffen. Und was haben die gemacht? Da habe ich ganz viele Videos, die ich euch gleich alle einblenden werde. Die haben die Grabstätte komplett auseinandergenommen. Unter der Grabstätte von König Gilgamesch war was? Ein richtiges Sternportal. Vielleicht noch funktionierend sogar, hat man dort gefunden. Und König Gilgamesch als Wächter darüber. Nach diesen ganzen Ausgrabungen sind mysteriöse, also an den Forscher, mysteriöse Krankheiten aufgetaucht, Albträume, die sie hatten, dass sie von irgendwelchen Wesen angegriffen worden sind. Und manche Forscher wurden auch umgebracht zum Beispiel. Wer weiß, ob das vielleicht Geheimdienst ist, diese Leute umbringen, weil die zu viel wussten oder so. Aber die Leute sind an komischen Sachen gestorben. Und das erinnert mich wieder an den Fluch von Tutanchamun.
Das war auch ein Pharao, da hat man auch seine Grabstätte aufgemacht und auf einmal sind die Vorschale gestorben und bla bla bla. Also gibt es solche Flüche? Ist das Wirklichkeit, dass es solche Flüche gibt, dass die Leute alle Krebs kriegen oder so? Also was ist das? Warum haben die so ein Schutzschild darum? I don't know. Ich hab keine Ahnung. Abschnitt Nummer 6. Gab es schon früher Hinweise von Kontakten zu Aliens? Und die Antwort ist ja. Es gab schon die Kontakte zu Aliens. Wie sehen wir denn diese Kontakte? Also, was ist, wenn die Elite dieses Weltgeheimnis für sich bewahren möchte? Für mich ist eines klar. Wenn man sich der Recherche hingibt, stößt man auf legendäre Kunstwerke, wie zum Beispiel der Madonna mit dem Sankt Johannes-Knaben von 1490, wo im Hintergrund ein UFO zu sehen ist. Laut christlichen Theologen soll es den Heiligen Geist zeigen, aber es gibt noch weitere Bilder, wo sich unbekannte Flugobjekte reinschleichen und immer deuten sie auf einen fast schon himmlischen Kontakt durch einen Himmelsstrahl. Wenn das alles wäre, okay. Aber dann gibt es Überlieferungen von afrikanischen Stämmen, zum Beispiel den Dogon-Stamm in Mali. Sie wussten vor Jahrhunderten von den Sternplaneten Sirius B, einen unsichtbaren Stern, den Teleskope erst viel später entdeckten. Und das ist, was sie sagen. Diese Wesen von dort gaben uns Wissen. Anderes Beispiel: Simbabwe 1994 von der Ariel School. 60 Schulkinder sahen ein silbernes Objekt landen und große, schwarzäugige Wesen aussteigen. So, und nicht nur den Kontakt zu Aliens laut Theorie, sondern das religiöse Konzept von Gut und Böse könnte von den im Teil 3 erwähnten stammen. Beispiel, okay? Gut. Die gute Zeitlinie erreichen durch gutes Tun und Gutsein. Gleiches mit schlecht, welches unsere Zeitlinie in die jeweilige Richtung lenken kann. Woher haben also die Mayas, die Inder, die Hopi-Indianer, das Multiversum, Dimensionskonzept her? Woher kamen die Ideen der 2 Wege der Menschheit, wenn wir von einer Zeit reden, wo noch keine Maschinen und noch keine erdlichen Ressourcen genutzt wurden, um damit die Umwelt zu belasten? Die Antwort auf diese Fragen beantworten die verschiedenen Völker durch ihre Besucher. Die Besucher kamen, gaben uns das Wissen und mit der Hoffnung, dass wir klüger mit der Erde umgehen als sie selbst. Das geht aber nur, wenn sie so weit in der Zukunft reisten oder aus der Zukunft kamen und die Zerstörung, der Zerfall der Menschheit gesehen haben. Alle diese Wesen gaben den Menschen eine Nachricht aus der Zukunft mit: beschützt den Planeten. So, kommen wir zum Abschnitt Nummer 7, deswegen auch Fazit und offene Fragen. Zu guter Letzt möchte ich erwähnen, dass Dan eine ziemlich kontroverse Figur in der UFO-Szene ist, der von mehreren ehemaligen Area 51-Arbeitern wie Bob Lazar, der laut Aussagen aus dem Joe Rogan Podcast selbst an einem UFO gearbeitet haben soll, Dan noch nie zuvor gesehen habe, und auch die Dokumente, dass er ein PhD in Biologie haben soll und andere, konnte er bislang nicht vorzeigen. Aber für mich bestätigt dies nur eine weitere Theorie. Und zwar, dass man vielleicht solche unscheinbaren Menschen in die Öffentlichkeit stellt, um den Anschein zu erwecken, dass alles nur ein Hoax sei. Also alles ist nur ausgedacht. Doch nur weil der Mann unglaubwürdig klingt, muss es nicht heißen, dass die Geschichte nicht wahr sein könnte. Das war Sei kritisch mit Dan Burisch. Also Freunde, was sagt ihr dazu? Also könnte es möglich sein, dass wir diese Wesen haben, die uns beschützen wollen, und die Wesen haben, die mit den elitären Mächten zusammenarbeiten, um unsere Welt in diese absolute Kontrolle zu kriegen, ne? Neue Weltordnung, und dass diese elitären Mächte vielleicht auch die Ideen von diesen ganzen Sachen, die sie machen, von diesen Dumps, wo sie auch an irgendwelche Sachen forschen, wie zum Beispiel, beste Beispiel ist immer für mich Resident Evil. Ich liebe dieses Spiel oder diese Spielreihe. Und dort geht es auch immer darum, dass wir irgendwann in diese Untergrundlaboratorien kommen, wo sie an irgendwelchen Mischwesen geforscht haben und Biowaffen gemacht haben, um eigentlich immer die Welt ins Chaos zu drücken. Was ist, wenn das real ist? Könnt ihr mir gerne alles in den Kommentaren schreiben, was denkt ihr über Dan Burisch? Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das nicht vorstellen? Habt ihr vielleicht selbst mal
irgendwelche Kontakte zu Aliens gehabt oder gedacht, dass ihr Kontakte zu Aliens habt, irgendwelche Stimmen gehört. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten, Freunde, ich möchte euch nur darauf aufmerksam machen. Sei kritisch 4 auf TikTok. Hier den Kanal abonnieren, wenn du neu auf den Kanal bist. Und falls ihr mich unterstützen wollt, in der Kanalbeschreibung steht mein PayPal-Link. Da könnt ihr ruhig 1 Euro reinwerfen. Für mich zählt nur, dass man meine Arbeit wertschätzt und dass man etwas vielleicht zurückgeben möchte. Nur möchte. Wenn ihr könnt, gerne. Wenn nicht, gar kein Problem. Besucht mich auf dem nächsten Video wieder zurück. Ich hoffe, euch wird es gut gehen bis dahin. Passt auf euch auf. Alles Liebe. Und ich hoffe, dass wir alle in einer friedlicheren Zukunft leben können. Bis dahin, sei kritisch. They said China will catch a cold. And after that, then what effectively will be a kind of plague will actually spread right across the world to the West as well. And you've got this totalitarian military lockdown in all the governments in the Western worlds because everyone's going to be in panic about all of this. And then, he said, then the real war starts. Something that would be justifiably called the Third World War with a much more major nuclear exchange. They believe that there is going to be what he called a geophysical event, a major geophysical event. There have been trillions of dollars that have been spent on deep underground bases for some reason which we don't know why it is. That there are repeated cyclical geophysical events about every 11,500 years. Information about what really happened to Atlantis was very probably in the Great Library of Alexandria that burnt down a couple of thousand years ago.